Ja, im Moment geht es mir ganz gut, bis auf das, dass natürlich die Beine unheimlich wehtun und Treppenlaufen schon sehr schwer wird. Das Beste ist auf allen Vieren hoch und rückwärts runter. Das Rennen ist eine große Inspiration, auch für mich gewesen. Vor 15 Jahren war ich hier zum ersten Mal als Zuschauer in einem Ford Transit hinten im Kofferraum geschlafen und dann einfach aufgesogen. So viel wie geht Wissen auch aus dem Wettkampf mitgenommen, die Strecke angeschaut, die Wechselzone angeschaut, geguckt, wie warm das Wasser ist, wo man schwimmt, auf die Beine geschaut, der ersten 10, wie die aussehen, was das für Typen sind, wie die in echt aussehen. Also für mich war das immer eine Faszination, daran mal auch teilzuhaben. Und ich habe zu meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau gesagt, Mensch, so die ersten 30, so eine Nummer mal zu haben, eine Stadtnummer, das wäre schon richtig toll. Langdistanz-Triathlon wird nie Routine. Erfahrung bringt dir mental ein bisschen was, weil im Endeffekt muss der Körper funktionieren. Die Nervosität kommt automatisch und du weißt, dass jetzt was bevorsteht, was Großes, mental, und dann wird hormonell auch, glaube ich, schon in mir drin was umgebaut. Das passiert einfach und ich vertraue da auf meine Erfahrungen und ja, probiere es einfach umgehen zu lassen, die Zeit, und möglichst gut da auch durchzukommen. Der Druck ist natürlich schon was auch sehr belastend sein kann. Die letzten 1-2 Tage spürt man das auch, egal wo man ist. Wir wollen dich siegen sehen und du wirst es schon schaffen. Timo, du hast es drauf. Während dem Schwimmen immer wieder mit den Ohren so blubbern und dann dein Name und dann blubbert es wieder und dann dein Name und ein Kamerataucher, der neben mir aufgetaucht ist mit so einem riesen Objektiv. Also ganz surreale Atmosphäre. Lag ich schon in Führung, zusammen mit dem besten Radfahrer, den späteren Konstantin Bachor, und ich habe von Anfang an für Tempo gesorgt und wir haben diese 15-Mann-Führungsgruppe dann von Berg zu Berg dezimiert, bis nur noch die 5 Top-Favoriten übrig waren. In der Mitte des Radfahrens hat sich das Rennen schon vorentschieden, weil ich nicht mit dem Besten mit dem Rad mitgekommen bin, der eine phänomenale Zeit gefahren hat bei dem Wind. Und da ist so zum ersten Mal, das schlägt dann wie so ein Blitz ein bisschen in dich rein, dass du zweifelst. Das war aber nicht so extrem jetzt wie Lanzarote oder Hawaii oft, wenn du allein bist, weil du ständig auch wieder Abwechslung hast durch die Zuschauer und du denkst da nicht mehr nach. Aber ich habe schon gemerkt, okay, es wird beim Radfahren zu keiner Vorentscheidung kommen, sondern beim Laufen.
die ersten 5 Kilometer sehr, sehr schnell gelaufen, um auch gleich ein Zeichen zu setzen. Machtdemonstration ist physiologisch und auch körperlich unheimlich sinnlos, so schnell loszulaufen, aber es ist von der Renntaktik her gut gewesen. Und dann kam der Moment, bei Kilometer 17, 18, 19, bei dem ich einfach die Kräfte verlassen habe. Die Kraft ging aus dem Körper raus, ich wurde unheimlich müde, mir wurde leicht schwindelig und ich habe gemerkt, dieses hohe Tempo kannst du noch laufen, vielleicht für 500 Meter, für 1 Kilometer, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich, es sind noch die 20 Kilometer, eine riesenlange Strecke. Und wenn du jetzt nicht aufpasst, dann kann es sein, dass du gar nicht mehr durchkommst. Wie in einem Zeitraffer ging dieser Tag rum. Auch dieser Moment, wo ich gemerkt habe, ich verliere das Rennen. Ich werde Zweiter, ich werde abgehängt. Das waren, glaube ich, 10 Kilometer gerade, in der das passiert ist. Manchmal gehen die Sekunden wie Stunden rum. Und hier sind in der Phase die Stunden eher wie Sekunden rumgegangen. Ja, der Unterschied dann zwischen Platz 1 und 2 ist mini und da fehlen dann in diesem Mosaik des Erfolges oder des Sieges 1, 2 kleine Steinchen. Und ein kurzer Moment habe ich auch gestern Abend gedacht, wie es denen gegangen ist, die oft Zweiter wurden hinter mir, die vom Ziel auch von mir abgefangen wurden. Und das ist das Ehrliche auch in einem Sport, dass sich manchmal die Sache dreht und man wächst ja auch damit auf, schon als Kind und Jugendlicher, dass man im Sport mehr verlieren eigentlich lernt wie gewinnen. Das ist was Besonderes, wenn du von 5000 Menschen, die da am Start sind, über 226 Kilometer die zweitbeste Zeit erreichst. Ladies and gentlemen, to honor our new European champion Timo Bracht. Es ist extrem und die Leistung, die wir bringen, natürlich so, ich sag mal, outstanding ist für viele, auch für mich persönlich ist. Diese Phase der Euphorie, jetzt mit dem Rennen, mit den Zuschauern, den Emotionen, auch den Erwartungen von außen, aber auch die Erwartungen, die ich an mich selbst stelle, dass das nur eine Zeit lang gut geht und der Körper dann auch eine Ruhephase braucht, die genauso tief und lang und vielleicht auch intensiv sein muss wie diese Hochphase. Und wenn ich diesen Wettkampf auch richtig in Richtung Hawaii nutzen will, muss ich jetzt schauen, dass ich 8 bis 10 Tage, man sagt so schön, wirklich Luft auch an den Erfolg lasse. Aber trotzdem ist es immer wieder ein großer Aufwand, dann die Geduld aufzubringen, zu ruhen und zu hoffen, dass es wieder gut wird.